In diesem Video mein Tipp für die SPD in Deutschland, wie sie die Bundestagswahl gewinnen kann und auch wie Olaf Scholz sicher für weitere 4 Jahre Kanzler bleiben wird. Liebe SPD, sehr geehrter Herr Scholz, es gibt einen sehr einfachen Weg, diese Bundestagswahl zu gewinnen und für Sie, Herr Scholz, an der Macht zu bleiben als Bundeskanzler und womöglich sogar die ungeliebte FDP in der nächsten Legislaturperiode loszuwerden. Machen Sie es wie Gerd Schröder, der es 2002 schaffte, sich als Friedenskanzler zu etablieren. Der war zunächst abgeschlagen. Hier keiner dachte, dass er noch gewinnen kann. Edmund Stoiber von der CSU. Wer redet heute noch über ihn? Wer kann sich noch an ihn erinnern? Sollte der Kanzler werden und wäre es auch fast geworden. Aber dann erkannte Gerd Schröder, wie wichtig der Frieden für die Deutschen ist. Ich bin mir sicher, Herr Scholz, dass wenn Sie sich hier als Friedenskanzler etablieren, wenn Sie Ihr Zaudern mal zu Ihrem Vorteil nutzen, Ihr Zaudern in dem Fall Waffen hier freigebig einzusetzen im Krieg Russland gegen die Ukraine, dann wird sich die Wählergunst auf Ihre Seite schlagen. Denn was sind die Alternativen? Pistorius oder Taurus Merz. Herr Merz macht sich ja schon lange hier durch aggressive Drohgebärden einen Namen. Er hat ja angekündigt, nicht nur die Wehrpflicht wieder einführen zu wollen, sondern diese auch auf Damen auszuweiten. Glauben Sie wirklich, dass die Deutschen ihre Jungs und vor allen Dingen ihre Mädels, ihre Töchter in den Krieg schicken wollen, in ein gottverlassenes Land, in die Ukraine, in Russland, um hier irgendeinen sinnlosen Krieg zu kämpfen? Glauben Sie das wirklich? Und auch Pistorius hat ja immer schon große Töne gemacht, dass man bis 2029 hier kriegsbereit sein muss, aufrüsten um jeden Preis. Kann das wirklich im Interesse der Deutschen sein? Ich persönlich denke, die meisten Deutschen wollen das nicht. Natürlich, Herr Pistorius ist ein sympathischer Mann. Er tritt forsch auf. Er tritt selbstbewusst auf, nicht nur was die Verteidigung Deutschlands anbelangt, aber auch sonst. Er ist jemand, in den die Menschen ganz natürlich Vertrauen haben. Er wirkt vertrauenswürdig, ganz klar. Aber in dieser Sache, Herr Scholz, denke ich, dass Sie eindeutig einen Vorteil haben. Sie haben sich als jemand bewiesen, der hier nur sehr zögerlich der Ukraine militärische Hilfe gewährt hat. Sie haben vor kurzem mit Putin gesprochen. Viele lachen Sie aus deswegen angeblich. Wobei ich dennoch denke, dass viele Deutsche Ihnen das hoch anrechnen, dass Sie das getan haben. Denn miteinander zu sprechen, ja, das ist ja letztlich die Grundlage für jeden Frieden. Und wir wissen ja sowieso, dass am Ende jeder Krieg am Verhandlungstisch endet. Warum sollte man nicht schon jetzt anfangen zu sprechen? Es ist mir ehrlich gesagt unbegreiflich, dass ich derjenige sein muss, der Ihnen das sagt, Herr Scholz. Ich meine, ich lebe nicht mal in Deutschland. Ich lebe schon seit 1999 nicht mehr in Deutschland. Aber wenn man so die deutsche Presse liest, dann scheint es hier keine Alternative zu geben. Es scheint eindeutig alles auf Pistorius hinauszulaufen. Interessanterweise war es Schröder, Herr Scholz, der dagegen warnte, sie einfach so abzuservieren. Wir brauchen jetzt nicht darüber zu sprechen, dass die Ampelkoalition bei den Deutschen ziemlich unbeliebt ist. Das werden auch Sie wissen, Herr Scholz. Aber in Zeiten des nationalen Notstands, in Zeiten der Krise, wenn es wirklich um Leben und Tod geht, dann sind solche Fragen des politischen Alltags doch wirklich Pillepalle, nicht wahr? Das hat sogar der Vorstandsvorsitzende der JP Morgan Chase Bank in Amerika vor kurzem gesagt, als er davon sprach, dass die Inflation, die Arbeitslosigkeit und all diese Dinge doch zurücktreten in der Priorität, wenn es hier um Krieg und Frieden in der Welt geht. Keine Steuer ist so teuer wie der Krieg. Ja, das darf man nicht vergessen. Daher, liebe SPD, lieber Herr Scholz, ich wünsche Ihnen, dass Sie hier die Zeichen der Zeit erkennen, dass Sie realisieren, was die Deutschen wollen, was sie garantiert nicht wollen,
ist, in einen sinnlosen Krieg verwickelt zu werden. Sie wollen ganz sicherlich nicht, dass ihre jungen Männer und Frauen hier verheizt werden für einen sinnlosen Kampf gegen ein Regime wie das von Putin. Also ich hoffe, Sie setzen sich hier parteiintern durch und die SPD sollte vielleicht mal bei Gerhard Schröder anfragen, wie er es 2002 geschafft hat, hier noch aufzuholen in der Gunst der Wähler und dann tatsächlich die Bundestagswahl noch zu gewinnen. Wie gesagt, ich würde hier die Hoffnung nicht aufgeben. Das Thema ist viel zu wichtig und es ist auch für die deutsche Bevölkerung extrem wichtig. In diesem Sinne wünsche ich mir, dass Sie Mut haben, weiterhin Haltung zu zeigen, Mut haben, weiterhin und noch mehr hier für den Frieden aufzustehen und sich nicht einschüchtern zu lassen hier von Freunden und Feinden, für die sicherlich das Wohl Deutschlands nicht an erster Stelle steht. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.